Hi Leute, mein Name ist Daniel, ihr werdet mich in Zukunft öfter auf diesem Channel sehen. Ich informiere euch über die Teile, die euch interessieren von Radical Racing. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare und ich mache ein Video dazu. Ich selbst fahre eine YZF, die noch Serie ist, und heute zeige ich euch den GB Carbon selbst, dann die Montage und zum Schluss den Soundtest. Viel Spaß! So, dann öffnen wir mal die Box so, wie sie zu euch nach Hause geliefert wird. Im Lieferumfang bekommt ihr die Sticker von Radical Racing zusammen mit dem Werbeheftchen. Dann habt ihr den Schalldämpfer, den Krümmer, die Feder und die Schrauben, die ihr zum Montieren braucht. Die Auspuffanlage besteht komplett aus handgeschweißtem Edelstahl und ist somit rostfrei. Optisches Highlight ist die aggressiv geformte Carbon-Endkappe. Neben der Premium-Version aus Edelstahl bietet Radical noch eine Version aus Titanium an, die noch etwas leichter ist. Die hellblauen Schweißnähte werten den Auspuff noch etwas auf. Jedoch ist dies Geschmackssache, ob ihr euch die Titanium-Version für 100 € Aufpreis zulegt, denn beide Anlagen liefern denselben tiefen Sound, welchen ihr gleich im Soundtest hören werdet. Kommen wir zur Montage. Vor euch habt ihr die YZF-R Baujahr 2015. Als erstes müsst ihr die Verkleidung abnehmen, damit ihr an den Krümmer kommt. Dann tauscht ihr einfach den alten durch den neuen ein und montiert die Verkleidung wieder so dran, wie ihr sie abmontiert habt. Die einzelnen Schritte seht ihr jetzt hier im Schnelldurchlauf. Bevor wir den neuen Auspuff dran montieren, zeige ich euch noch schnell den Gewichtsunterschied. Wir sehen, der GB Carbon wiegt knapp 1980 Gramm, wobei die Serienanlage knapp 5200 Gramm wiegt, was schon ein deutlicher Unterschied ist und sich vielleicht auch etwas auf das Fahrverhalten auswirkt. Kommen wir zum allerwichtigsten, dem Soundtest. Wir werden 4 Tests durchführen. Einmal testen wir den Sound vom Serienauspuff, dann den GB Carbon mit DB Killer, dann ohne und zum Schluss den DB Killer Racing Upgrade, den ihr für 25 € dazu holen könnt. Hier seht ihr noch, wie ihr den DB Killer rausnehmt. Am einfachsten geht es mit der Spitzzange.
yourself.